Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Heute bei uns Black Trident mit dem Range Belt 2.0. Wir sind heute mal nicht in unserem Studio, sondern in Wolfgangs Studio in Österreich bei Black Trident. Wolfgang, grüß dich. Hi Martin, schön dich zu sehen. Schön, dass du uns eingeladen hast. Wir haben hier ein paar tolle Tage, die wir hier verbracht haben und haben uns natürlich auch gedacht, wenn wir eh schon hier sind, dann nutzen wir die Gunst der Stunde auch mal und zeigen ein paar von euren Produkten. Ihr habt ja schon längere Zeit den Range Belt, jetzt neu ist der Range Belt 2.0. Magst du kurz was über den alten erzählen und dann über den neuen, warum der neue jetzt kam? Na klar, alles klar. Also, wer Black Trident noch nicht kennt, wir sind eben eine Firma, wir produzieren Holster, Nylon Gear und Co. Alles made in Austria bis zum kleinsten Teil. Und ein Produkt, was eben bei uns so einer der Verkaufsschlager ist, das ist eben der Range Belt. Wer den Range Belt 1.0 kennt und den Range Belt 2.0 sieht, der wird sich denken, da ist eigentlich nicht viel anders von außen. Und das ist auch sozusagen von außen, ist der Range Belt 1.0 und 2.0 komplett identisch. Aber das wirklich Spannende ist innen. Wer den Black Trident Range Belt noch nicht kennt, was macht den so besonders? Generell haben wir ein 2-Layer-Belt-System. Das heißt, ich habe auf der einen Seite einen Innerbelt. Das ist bei uns der Innerbelt Rugged. Das ist ein Wendegürtel. Das Spannende bei dem Gürtel ist, ich habe keinen Anfang und kein Ende. Es gibt keine Schnalle. Das macht diesen Gürtel eben sehr versatile in der Verwendung. Und was auch noch spannend ist, wenn du Inside the Waistband trägst, dann kannst du diesen Gürtel auch verwenden, weil der ist nämlich innen mit Kunststoff verstärkt und den kannst du vertikal nicht zusammendrücken. Das ist eben sehr spannend, gerade auch in der Kombination mit dem Range Belt, den wir uns jetzt gleich anschauen. Weil dadurch habe ich eben die Möglichkeit, meinen Gürtel wirklich schwer zu beladen und trotzdem eine stabile Plattform am Körper zu haben. Und gerade wenn du den jetzt auch in Schwarz hast zum Beispiel, fällt der am Anzug ja auch gar nicht auf, was bei einem Flauschklettgürtel, der als Innengürtel auch natürlich solo getragen werden kann, eher schon der Fall wäre. Und das ist natürlich dann ganz schlichtes Aussehen. Wir haben uns eben auch schon mal drüber unterhalten, eigentlich total smart, dass keine Schnalle vorhanden ist, ne? Weil du kannst es dann halt drehen, wie du es brauchst und hast dann die dicke Stelle, wo die zwei überlappenden Bereiche sind, kannst du dann an die Seite drehen und nach hinten, wo es dir halt am wenigsten stört, ja, wenn es dich vorne stört. Richtig, voll. Also ich sage auch immer, Leute, die den Gürtel für Inside the Waistband Carry verwenden, eben mit ganz normalen Alltagsklamotten. Wenn ich beim Würfelstand stehe in Wien und ich sehe jemanden mit einem Flauschklettgürtel, dann denke ich mir was. Und was auch komisch ist, je nachdem wer deine Kunden sind, wenn Gürtelschnallen an anderen Positionen sind, als sie normalerweise sind, dann denken sie sofort, irgendwas ist mit dem Typen. Ja. Und je nachdem, wie aufgeklärt dein Gegenüber ist über solche Maßnahmen, ist es eben da wirklich eine sehr gute Möglichkeit, um eine Waffe verdeckt und eben sozusagen wirklich auch unauffällig gegenüber Leuten, die auch erfahrener sind, zu tragen. Ja, voll. Aber das ist eben der Innerbelt. Und der Innerbelt, das ist eigentlich nur die Plattform, die durch die Hosenschlaufen durchgefädelt wird, wo dann eben auf den Flauschklett der Range Belt aufgesetzt wird. Auch noch sehr spannend, weil es gibt ja unterschiedliche Systeme, Flauschklett, Hakenklett. Es gibt zum Beispiel auch umgekehrt, dass beim Innerbelt der Hakenklett ist. Wichtig ist aber gerade, dass beim Innerbelt der Flauschklett drauf ist, weil wenn du den Range Belt abnimmst, dich ins Auto reinsetzt mit den Ledersitzen und dann am Ende mit dem Hakenklett alles zerstören würdest innerhalb von 10 Minuten, wäre natürlich nicht schlecht. Gut, aber kommen wir eben als nächstes zum Range Belt. Wie ich vorher schon gesagt habe, äußerlich unterscheidet sich der Range Belt 2.0 vom 1.0 nicht. Da aber viele von euch den 1.0 vielleicht noch gar nicht kennen, erkläre ich hier mal kurz, was Sache ist. Das Spannende beim Black Trident Range Belt ist, dass er insgesamt eine Breite von 45 mm hat. Genauso wie der Innerbelt. Warum ist das wichtig? Weil jede normale Hose, die du da draußen findest, die hat 45 mm Gürtelschlaufen. Wenn du breitere Innerbelts hast, wie 50 mm, 55, 60, das gibt es. Kriegst du nicht mehr durch. Nicht verbreitet, aber das ist eben genau das Ding. Dann hast du eben das Problem, dass du das nicht mehr mit normalen Hosen tragen kannst, brauchst dann taktische Hosen und Co. Schränk dich einfach ein in deiner, sag ich mal, Vielseitigkeit, wie du deine Ausrüstung verwendest. Viele Leute, die den Gürtel sehen, die denken sich so, hey, das habe ich schon 1000-mal gesehen, da ist ein Gürtel drauf mit Gurtband und Co. Aber das wirklich Spannende an dem Ganzen, das ist nämlich, weil der Teufel, der liegt im Detail, das ist die Anordnung dieser Gurtbänder. Ich habe vorhin schon gesagt, ich habe eine Breite von 45 mm und ich habe aber hier in der Mitte 25 mm Gurtband und außen 2x10 mm. Das heißt, weil ich hier 25 mm in der Mitte habe, kann ich jegliche Molly-Tasche, so wie zum Beispiel hier bei dem Belt, da habe ich einen Spiritus Systems Juster Pouch, genauso anbringen, wie es sein soll, genau die Molle-Fädelung so machen. Ich zeige es zum Beispiel mal hier bei diesem Flaschenpouch. Und der bewegt sich eben nicht hoch und runter, weil viele andere Belts, die es da draußen gibt, die haben eben Folgendes, da sind eben
Die äußeren Bänder meistens viel breiter, in der Mitte sind keine 25 mm und dadurch hat man den Effekt, dass sich Equipment 5 bis 7 mm hoch und runter bewegen kann oder auch natürlich, dass das Ganze sehr stark zusammengedrückt wird, wenn man es richtig fädelt, wo ich dann auch wieder das Ding habe, langfristig natürlich eine Frage des Materials. Also oftmals hast du tatsächlich gar nicht beide Optionen, wie du es gerade gesagt hast. Ne? Also bei den Gürteln, die ich bisher in der Hand hatte, hat man entweder nur die schmalen außen oder nur das in der Mitte. Und jetzt hast du hier beides, sehr cool. Ja, voll. Vorne habe ich halt eine Cobra Buckle eben mit D-Ring, der ist eben auch nochmal extra gesichert. Und ja, das ist so mal das Äußere, was man sozusagen da findet. Jetzt ist spannend natürlich auch für viele Leute, warum kein Lasercut und warum kein Tegris und Co. Wir bauen halt unsere Produkte so, dass wir sagen, wir wollen ein super langlebiges Produkt, was dich überlebt. Und genauso ist eben beim Range Belt hier die Sache. Wir haben ja super hochwertiges US-Made Gurtband und hier ist eben auch das Thema, dass ich gerade bei Gurtbandgürteln die viel schwerer beladen kann, ohne dass sie ausreißen, dass dein Equipment mit der Zeit nachgibt. Die große Frage natürlich, was ist beim 2.0 anders als beim 1.0? Wir haben uns eben nochmal sehr intensiv mit Materialien befasst und haben eben ein Material gefunden, wo eben auch die Frage ist, warum haben wir das nicht von Anfang an gemacht? Weil als Hersteller kann ich euch sagen, die Mindestabnahmemengen für Rohmaterialien, die sind manchmal so mindestens 5000 Yard und ein Yard kostet ein paar Euro. Und da musst du natürlich überlegen, ob du jetzt in ein Gurtband, auch bei dem Gürtel sind ja verschiedenste Materialien verbaut, so viel Geld investierst. Und wir sind aber dann irgendwann an den Punkt gekommen, wo wir gesagt haben, okay, passt, wir machen das jetzt. Und vor allem wollten wir unser Produkt besser machen. Und beim Range Belt 2.0 ist eben so, dass ich hier jetzt in allen Farben ein super versteiftes Gurtband habe, was eben jetzt, das ist jetzt der Range Belt ohne Innerbelt oder sonst etwas, super steif macht. Und das ist eben genau das Thema. Es ist genauso gut, beziehungsweise sogar besser als Tegris und Co. Es gibt keine Sonneneinstrahlung oder sonstiges, was eben hier den Belt aufweichen könnte mit Weichmachern und Co. Und ja. Also ist tatsächlich nur Gurtband, gar kein Polymer oder irgendwas innen drin verbaut? Kein Polymer, gar nichts drin verbaut. Ja. Es kann nichts knicken, es kann nichts brechen. Das ist eben hier das Interessante. Ja. Und eben super steif. Ja. Und das ist eben so das Ding, wir sagen immer, der Range Belt, das ist die Plattform, auf die du dir alles draufbauen können sollst. Und da du hier Molleabstand hast, du hast die äußeren Gurtbänder, du kannst dir, also es gibt kein Equipment, was es da draußen gibt mit einem Molly-Standard oder ähnlich und Co., was du nicht da drauf bauen kannst. Das Ding heißt Range Belt. Jetzt wäre die Frage natürlich, die auch mit Sicherheit gestellt werden wird immer gestellt, wenn wir eine Cobra Buckle haben. Er ist wahrscheinlich nicht Abseil- und Kletterzertifiziert, bestünde denn aber die Möglichkeit bei einer Ausschreibung oder so, wenn das gefordert ist, das nachzurüsten? Habt ihr da die Möglichkeit, sowas zu machen? So an sich, man kann generell zu Zertifizierungen, das ist immer ein sehr langwieriger Prozess. Man muss halt wirklich jede Naht, wie die genau gesetzt werden muss eine Prozessdefinition machen. Möglich, auf jeden Fall. Man könnte das machen. Haben wir aber noch nicht gemacht, weil bei uns einfach der Einsatzzweck nicht in Richtung Klettern gegangen ist. Genau. Ja. Oder sicher einem. Ja, voll. Genau. Perfekt. Ja, mega cool. Also gefällt mir sehr, sehr gut, muss ich sagen. Bin ich mal gespannt, wenn wir den mal im Einsatz auch mal sehen. Ich denke, in der möglicherweise zukünftigen Rosi-Serie werden wir den vielleicht mal sehen. Und dann gucken wir uns mal an, was der Herr Rosenberg zu diesem Gürtel sagen wird. Aber ich denke, der wird wie immer begeistert sein. Wir haben schon häufig in den Kommentaren von euch gehört, das ist viel zu teuer, hochpreisig. Black Trident ist definitiv auch eine hochpreisige Marke. Finden wir tatsächlich jetzt nicht immer ein Ausscheidekriterium, sondern man muss natürlich immer Pro und Contra sehen. Will ich jetzt was haben, was ich mir an meine Puppe in meinem Gearstand stelle, dann brauche ich keinen Black Trident Gürtel, das sind wir uns, denke ich, einig, ja. Aber will ich was, wie du schon sagst, was mich überlebt oder was wirklich alles mitmacht, da muss man natürlich Geld ausgeben und hier ist natürlich auch immer die Frage, wo lässt man produzieren? Du hast schon gesagt, ihr produziert alles hier bei euch in Österreich. Da sind die Personalkosten natürlich deutlich höher, als wenn ich was in China fertigen lasse. Und bei den Materialien, und das ist das, was viele da draußen auch überhaupt nicht wissen, ist, dass die Materialkosten und auch die Importe, gerade aus den USA, die sind so massiv. Ich höre das von allen, die irgendwas mit Nylon verarbeiten. Auch jetzt, du hast jetzt hier keinen Tegris, aber ich hatte jetzt mit einem anderen Unternehmen gesprochen, die sehr viel Tegris arbeiten, die sagen auch, du musst da Unmengen abnehmen, dass du das als einzelne Firma fast gar nicht stemmen kannst, ja, weil du es gar nicht verarbeiten willst. Die müssen sich dann mit anderen zusammentun und das treibt natürlich dann auch immer die Preise nach oben. Also wer denkt, dass jetzt Black Trident hier draußen 8 Porsche stehen hat, leider nicht. Sind nur 2. Nein, Spaß. Es sind nur 2. Nein, aber das ist eben genauso immer etwas, wo ich halt auch sage, gerade das Thema, wie viel kostet etwas und wo wird es produziert, der Grund, warum wir alles lokal machen, ist für uns, weil ich sage immer, es ist super einfach, eine Idee zu haben und dann zu sagen, ja, mach.
Aber das Problem ist, du hast halt null in der Hand, was für eine Qualität hast du. Du kannst keine Änderungen bei Produkten kurzfristig einführen. Du hast das Thema, wenn 10.000 falsch kommen, sind 10.000 falsch gekommen, dein Problem. Und genau auf diese Mission haben wir uns eben begeben, dass wir nämlich alles selbst machen möchten. Und gerade hier intern Know-how, Innovation aufzubauen, das ist genau das, was BlackTrion auch ausmacht und was uns auch von vielen Unternehmen unterscheidet und weshalb das auch bei uns so krass abgeht, sage ich mal. Und man hat es ja auch bei Corona gesehen, ihr seid nur abhängig von den Lieferketten der Materialien und nicht von den fertigen Produkten. Ne? Genau, das heißt, wenn ihr die Lager voll habt mit Materialien, was ihr, wenn man hier so rumguckt, was auf jeden Fall der Fall ist, dann kann man auf jeden Fall davon ausgehen, dass auch eine einjährige Corona-Krise eure Produktion nicht einschränken wird. Ja. Hey, wir haben echt King of Stock, sage ich immer. Ja. King of Stock. Ja, mega. Vielen, vielen Dank dafür, Wolfgang. Wir werden natürlich noch ein paar weitere Videos hier machen von BlackTrion, die wir euch dann im Lauf der Zeit hier auf dem Kanal präsentieren werden. Da geht es noch um sehr spannende andere Produkte aus dem Medizinbereich, aber auch, wo ihr eure wie nennt man die, Geschossträger reinstecken könnt oder auch andere Dinge. Das kommt auf jeden Fall auch noch. Und wer sich für BlackTrion an sich mal die Firma interessiert, denn du hast vorhin schon schön gesagt, ihr kommt aus dem Kydex-Bereich, habt euch dann noch weiterentwickelt in den Nylon-Bereich und diese ganze Entstehungsgeschichte und auch ein bisschen, was hinten dran ist, dazu werden wir auch einen Podcast bald schon haben. Den könnt ihr euch dann natürlich auch entweder hier auf dem Kanal anschauen oder eben bei den üblichen Podcast-Quellen, die wir auch bespielen. Ja, Wolfgang, vielen, vielen Dank dafür. Ich danke dir. Wir sehen uns im nächsten Video und wir sehen uns in allen anderen Videos. BlackTrion im Internet findet ihr hier unten eingeblendet. Da könnt ihr die Sachen auch direkt bestellen, liefern auch nach Deutschland oder auch sonst wohin, wo ihr das immer haben wollt. Und dann könnt ihr gerne auch nochmal kommentieren, was ihr zu dem Rangebell 2.0 sagt. Ansonsten, wie immer an dieser Stelle, liken, Abo, Glocke klicken. Wir sind raus. Bis dann, macht's gut. Servus. Ciao.